Was, wenn das, was dich am Leben hält, nicht fest ist, sondern lebendig? Vielleicht sogar intelligent? Heute schauen wir auf Energie und darauf, was dein Körper wirklich ist. Herzlich willkommen zu Bewusstsein und Perspektiven, deinem Podcast für innere Klarheit, geistige Tiefe und neue Sichtweisen auf dich selbst und die Welt. In dieser Folge erforschen wir, was dein Körper wirklich ist. Nicht nur biologisch, sondern energetisch. Wir gehen der Frage nach, was ist Energie eigentlich? Warum ist sie nicht nur messbar, sondern vielleicht auch intelligent? Und wie kann ein neues Verständnis deines Körpers dein Leben verändern? Wenn du die vorherigen Episoden über Glaubenssätze und Emotionen noch nicht gehört hast, höre gerne zuerst dort hinein. Sie geben dir ein stärkeres Fundament, um die heutigen Perspektiven tiefer zu erfassen. Im Podcast über Emotionen habe ich bereits angedeutet, dass Emotionen mehr sind als Gedanken oder Reaktionen. Sie sind energetische Signale und Verstärker deiner Gedanken, Schwingungen, die unsere Realität formen. Um diesen Einfluss auf deine Realität bewusst zu verstehen, braucht es einen Perspektivwechsel. Weg vom materiellen Körperbild hin zur Erkenntnis, unser Körper besteht nicht in erster Linie aus Materie, sondern aus Energie. Lass uns dazu gemeinsam verschiedene Sichtweisen auf Energie anschauen. Beginnen wir mit der naturwissenschaftlichen Perspektive. Laut Physik besteht unser Körper aus Atomen, den Grundbausteinen aller Materie. Jeder Mensch besteht aus etwa 7 mal 10 hoch 27 Atomen. Das ist eine 7 mit 27 Nullen. Stell dir ein Atom vor wie ein riesiges Stadion. In der Mitte ein winziger Kern, so groß wie ein Tennisball. Der Rest fast leer. Und dieser scheinbare leere Raum macht über 99% jedes Atoms aus, also auch deines Körpers. Doch dieser Raum ist nicht wirklich leer. Er ist durchzogen von Quantenfeldern, lebendiger Energie, in der Teilchen nicht fest, sondern schwingend vom Wahrscheinlichkeitsfeld getragen und ständigem Entstehen sind. Was wir als Körper bezeichnen, ist letztlich ein vibrierendes Energiefeld, geformt durch Muster und Information, durch Bewusstsein. Die Aussage, alles ist Energie, ist also nicht nur spirituell, sie ist auch physikalisch nachvollziehbar. Doch was genau ist Energie? Heute denken wir meist an Strom, Kalorien oder Wärme. Etwas, das Maschinen antreibt oder uns mit Nahrung versorgt. Aber das war nicht immer so. Der Begriff Energie stammt aus dem altgriechischen Energeia und bedeutet so viel wie im Wirken sein. Für Aristoteles war Energie kein abstrakter Messwert, sondern ein lebendiger Prozess. Sie beschreibt den Moment, in dem etwas sein inneres Potenzial verwirklicht. Wie ein Same, der zum Baum wird. Oder ein Mensch, der eine Idee umsetzt. Energie war also Ausdruck von Lebendigkeit, von innerem Sinn und Verwirklichung. Im 19. Jahrhundert übernahm die Physik diesen Begriff, ließ dabei jedoch seine lebendige Dimension zurück. Energie wurde reduziert auf eine messbare Größe, auf das, was Arbeit verrichten kann. Joule, Watt, Kalorien. Eine technische, funktionale Definition. Nützlich, aber seelenlos. Was dabei verloren ging, ist das Verständnis von Energie als etwas, das lebt. Etwas, das sich aus sich selbst heraus entfaltet, das bewusst formt, bewegt und durchdringt. Und genau diesen Aspekt finden wir in vielen alten Weisheitstraditionen wieder. In der vedischen Lehre Indiens spricht man von Prana, der universellen Lebensenergie. Prana durchströmt alles, Körper, Gedanken, die Natur. Es ist keine mechanische Kraft, sondern eine bewusste, intelligente Lebenskraft. In der chinesischen Philosophie gibt es das Konzept Qi, auch Qi genannt. Auch hier ist Energie nicht tot, sondern lebendig. Qi fließt durch den Körper, verbindet den Menschen mit dem Kosmos und kann kultiviert, gelenkt und ausgeglichen werden. Diese Kulturen, obwohl geografisch und historisch weit voneinander entfernt, teilen eine zentrale Erkenntnis. Energie ist keine kalte Kraft. Energie ist Bewusstsein in Bewegung. Energie ist das, was uns belebt. Reflexion für dich. Spür einen Moment in dich hinein. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass dein Körper zu 99% aus Raum besteht und dass dieser Raum nicht leer, sondern lebendig ist?
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diese ursprüngliche Sichtweise wiederentdecken. Dass wir begreifen, unser Körper ist nicht nur Materie. Er ist Ausdruck eines lebendigen Feldes, das formt, fühlt und erkennt. Und wenn diese Energie alles durchdringt, alles formt, alles hervorbringt, dann liegt die Frage nahe, ist sie vielleicht intelligent? Ist sie schöpferisch? Und wenn ja, was bedeutet das für dich? Vielleicht ist dein Körper mehr als ein biologischer Organismus. Vielleicht ist er ein Ausdruck von Bewusstsein, eine dynamische Form gewordener Energie. Und wenn das so ist, dann bist du nicht nur ein Teil der Welt, sondern Mitgestalter ihrer Wirklichkeit. Genau an diesem Punkt beginnt eine tiefere Frage. Wenn alles Energie ist und wenn diese Energie bewusst wirkt, was ist dann die wahre Natur der Realität? Um dieser Frage näher zu kommen, lade ich dich ein, mit mir in die Welt der Metaphysik einzutauchen. Vielleicht hast du das Wort schon einmal gehört. Vielleicht klingt es geheimnisvoll oder sogar abstrakt. Doch im Kern ist Metaphysik nichts anderes als der Versuch, das zu verstehen, was jenseits der sichtbaren, messbaren Welt liegt. Der Ursprung des Wortes kommt aus dem Griechischen. Meta bedeutet jenseits und Physis bedeutet Natur. Metaphysik fragt, was ist Wirklichkeit? Was ist Bewusstsein? Was ist die Ursache hinter dem Sichtbaren? Diese Fragen sind nicht neu. Schon in den alten Lehren der Griechen, Inder, Chinesen und Mystiker aller Kulturen wurde nach dem Unsichtbaren hinter der sichtbaren Welt gesucht. Die Metaphysik umfasst Lehren über Geist, Seele, Bewusstsein, Zeit, Raum, Schöpfung, Ursache und Wirkung und bildet die Grundlage für viele spirituelle Traditionen. In den kommenden Podcast-Folgen werden wir genau dort ansetzen. Wir tauchen ein in die hermetischen Prinzipien, eine uralte Lehre, die mit Hilfe universeller Gesetze die Beschaffenheit der Realität in all ihren Facetten offenbart. Vom Grundsatz Alles ist Geist bis hin zu den Prinzipien der Entsprechung, Schwingung, Polarität und Ursache und Wirkung. Sie bieten eine faszinierende Perspektive darauf, wie Bewusstsein, Energie und Form miteinander verwoben sind. Wenn du erfahren willst, wie diese Prinzipien dir helfen können, das Leben tiefer zu verstehen und bewusst mitzugestalten, dann begleite mich in den nächsten Episoden auf dieser Reise. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst oder mit Menschen teilst, die sich genau wie du nach einem tieferen Verständnis von sich selbst und der Welt sehen. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, bleib verbunden mit dir, deinem Körper und dem, was dich wirklich lebendig macht. Wenn du dir auf deinem Weg mehr innere Klarheit und Unterstützung wünschst, dann schau gerne auf meiner Webseite www.bewusstseinundperspektiven.de vorbei. Dort kannst du ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren. Ganz in Ruhe und ohne Verpflichtung.